Heute zeige ich euch den wohl stärksten Bild für den Verwüster, mit dem ihr Schadenszahlen in Millionenhöhe erreicht und easy durch Rang 15 Expeditionen rennen könnt. Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ich bin Still Alive und auf meinem Kanal dreht sich alles rund um News, Infos und Guides zu RPGs und Open World Games. Wenn euch Outriders und ähnliche Spiele interessieren, bleibt doch gerne mit einem Abo dabei und aktiviert die Glocke, um über neue Videos und Livestreams informiert zu werden. Außerdem könnt ihr mich und den Kanal jetzt auch mit einer Mitgliedschaft unterstützen und dafür einige zusätzliche Features erhalten. Mit einem Klick auf Mitglied werden seht ihr die verschiedenen Boni und könnt euch für eine von 3 Stufen entscheiden. Weil ich in meinen Streams immer wieder nach meinem Bild gefragt werde, möchte ich euch heute zeigen, wie ich meinen Verwüster spiele und wie ihr mit diesem Bild problemlos Rang 15 Expeditionen in Goldzeiten abschließt. Dafür fangen wir zuerst einmal mit der Ausrüstung und den Waffen an. Für diesen Anomaly-Belutungsbild nutze ich als primäre Waffe den Jongleur mit der Mod Schrottgranate und Festung. Die Mod Festung findet ihr auf der legendären Schrotflinte Todesschild und diese ist ein absolutes Must-Have für diesen Bild, da ihr 43% eurer Rüstung als Schadensbonus für alle Quellen erhaltet. Als zweite Waffe benutze ich die Anemoy mit der Mod Klagende Winde und ebenfalls mit Festung. Diese beiden Waffen spielt ihr allerdings nicht, wie ihr es sonst vielleicht gewohnt seid, denn unsere erste Waffe laden wir nach jedem Schuss nach, um mit jedem Schuss eine Schrottgranate abzuschießen. Da wir mit diesem Bild wenig Waffenstärke haben, erhalten wir so den meisten Schaden und verursachen mit unserer Schrottgranate teilweise über 1 Million Schaden an allen Gegnern in einem 5 Meter Radius. Die Anemoy ist wohl eine der stärksten Waffen in dem Spiel, denn sie verursacht beim Nachladen eine Explosion, welche an Gegnern in einem 8 Meter Radius 390.000 Schaden zufügt. Durch die Mod Festung wird dieser Schaden weiter erhöht und da wir mit unserem Bild am blutenden Gegnern noch mehr Schaden zufügen, kann der Schaden beim Nachladen mit dieser Waffe schnell mehrere Millionen erreichen und selbst Captains einfach platzen lassen. Um das meiste aus der Anemoy rauszuholen, schießt ihr das Magazin vor einer Expedition komplett leer und wechselt dann zu eurer Hauptwaffe, bevor die Waffe nachgeladen wird. Jetzt könnt ihr alle 8 Sekunden einfach einmal kurz zu eurer Anemoy wechseln. Da die Waffe nun direkt wieder nachlädt, wird auch die Explosion wieder ausgelöst und ihr wechselt vor dem vollständigen Nachladen wieder zurück zu eurer Jongleur. Ihr wechselt also immer nur auf eure Anemoy, um die Explosion einmal auszulösen und verursacht damit einen großen Teil eures gesamten Schadens. Kommen wir als nächstes zur Ausrüstung. Dort spiele ich mit 3 Teilen des seismischen Befehlshabers für den Set-Bonus, welcher unseren Schaden gegen blutende Gegner um 50% erhöht. In meinem Bild benutze ich aktuell die Brust, die Hose und die Schuhe aus dem Set. Anstatt der Schuhe würde sich aber der Helm besser eignen, da er die besseren Attribute besitzt, denn hier wollen wir Anomaliekraft, Statuskraft und Abklingzeitreduktion auf unseren Items haben. Die Anomaliekraft erhöht den Schaden unserer Fähigkeiten, die Statuskraft unseren Blutungsschaden und durch die Abklingzeitreduktion können wir unsere Fähigkeiten öfter einsetzen und dadurch logischerweise mehr Schaden austeilen. Auf dem Helm befindet sich die Mod Blutschock, mit der wir alle Gegner, die von Erdbeben getroffen werden, bluten lassen, und Blutschub, mit der wir weitere 15% Bonusschaden an blutenden Gegnern verursachen. Auf der Brust befindet sich die Mod Captain Jäger, womit ihr an Elite-Gegnern 25% mehr Schaden anrichtet, und die Mod Das Erbe der Erde, welche die Reichweite des Erdbebens erhöht. Diese Mod ist nicht wirklich wichtig, aber diese können wir leider nicht austauschen. Die Hose kommt mit der Mod Verfluchtes Blut, welche noch einmal den Schaden gegen blutende Gegner um 25% erhöht, und der Mod Zusätzliches Beben, wodurch wir unser Erdbeben ein weiteres Mal nutzen können. Auf den Handschuhen habe ich berstender Boden, um meinen Schaden mit Erdbeben weiter zu erhöhen, und die Mod Notfallstatus, welche uns einen Golem-Schild verpasst, wenn unser Leben unter 30% fällt. Diese Mod ist aktuell verbuggt, wodurch wir diesen Schild die ganze Zeit erhalten,
Das ist natürlich ziemlich broken, da wir dadurch permanent 65% weniger Schaden einstecken müssen. Wer die Mod nicht hat oder sie nicht nutzen möchte, weil sie verbuggt ist, hat dafür auch noch Alternativen, welche ich euch später zeigen werde. Zu guter Letzt befindet sich auf den Schuhen die Mod Zweites Beben, um Erdbeben jetzt insgesamt 3-mal benutzen zu können, bevor die Abklingzeit ausgelöst wird. Und die Tier 3 Mod Macht Assimilation, welche uns für jeden Elite-Gegner auf dem Schlachtfeld 11.000 Anomaliekraft gibt. Auch für diese Mod gibt es noch eine Alternative, welche ich euch später zeige. Kommen wir zu den Fähigkeiten. Hier spielen wir natürlich mit Erdbeben, womit wir alle Gegner bluten lassen und den größten Teil unseres Schadens anrichten. Golem lässt uns länger überleben, aber viel wichtiger ist, dass auch unser Schaden durch einen Skill massiv gesteigert wird. Zu guter Letzt benutze ich den Gravitationssprung für die Mobilität und als Gap Closer, um schneller an Gegner ranzukommen. Hier könnte man aber auch mit Aufspießen spielen. Der Skilltree ist relativ simpel. Wir stecken alle unsere Punkte in den unteren Tree und nehmen jeden Punkt für Anomaliekraft und Widerstandsdurchschlag mit. Mit dem Skill Paladin erhöhen wir unsere Anomaliekraft 10 Sekunden lang um 45%, nachdem wir Golem eingesetzt haben. Deshalb reduzieren wir noch den Cooldown unserer Schutzfähigkeiten um 15%, um Golem häufiger einsetzen zu können. Außerdem erhöhen wir unseren Schaden mit Henker um weitere 20%, wenn Gegner weniger als 30% Leben haben. Blutbad fügt unseren Gegnern insgesamt 60% mehr Blutungsschaden zu und mit Blutspende heilen wir uns für einen Teil des verursachten Blutungsschadens, womit wir quasi unsterblich werden. Mit den Punkten von der Anomalie geschützt und fähiger Wächter erhöhen wir unsere Rüstung, wodurch wir noch mehr aushalten, und natürlich profitiert auch unser Schaden davon, da wir ja mit der Mod Festung auf unseren Waffen 43% der Rüstung als Bonusschaden erhalten. Zum Schluss erhalten wir dann mit Das Erbe der Erde noch einmal 50% Bonusschaden auf unser Erdbeben. Bevor ich euch gleich noch einmal eine Übersicht des kompletten Builds zeige, erkläre ich euch jetzt noch einmal kurz, wie ihr mit diesem Build optimal spielt, und das ist eigentlich ganz einfach. Ihr startet, indem ihr euren Golem aktiviert, um 45% zusätzliche Anomaliekraft zu erhalten. Benutzt dann euren Gravitationssprung, um an eure Gegner heranzukommen, und anschließend 3-mal Erdbeben, um so vielen Gegnern wie möglich zu schaden und sie bluten zu lassen. Mit eurer Schrottgranate und der Explosion der Anemoi fügt ihr den blutenden Gegnern jetzt mehr Schaden zu und nutzt diese, solange euer Erdbeben auf Cooldown ist. Danach benutzt ihr wieder euer Erdbeben und eure Waffen und fangt dann wieder von vorne mit Golem an. Hier seht ihr jetzt noch einmal eine Übersicht des Builds. Wenn euch noch Verbesserungen einfallen oder ihr einen ganz anderen Build habt, schaut doch gerne auch auf meinem Discord-Server vorbei und postet euren eigenen Build dort. Den Link findet ihr natürlich wie immer in der Beschreibung und im angepinnten Kommentar. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wie euch dieser Build gefällt und was ihr vielleicht anders machen würdet. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir gerne ein Like da und bleibt mit einem Abo dabei, wenn ihr mehr solcher Videos sehen wollt. Wenn ihr das Ganze live in Action sehen wollt, schaut doch morgen auch mal in meinen Livestream hier auf YouTube rein. Das war's jetzt erstmal wieder von mir. Vielen Dank fürs Zuschauen, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal.